Also ein Anhänger ist ja manchmal echt Gold wert. Das gilt sowohl für Deutschland wie auch wahrscheinlich für jedes andere Land weltweit und natürlich auch für Paraguay. Und ich habe mir ja meine Anhänger mit aus Deutschland mitgebracht. Ja, für meinen Umzug, für meine Auswanderung hat der mir auch schon sehr gute Dienste geleistet in Deutschland. Und jetzt hier in Paraguay habe ich auch schon die ersten Fahrten mit dem Anhänger gemacht. Und was da zu beachten ist, beziehungsweise die Voraussetzungen dafür, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Klar, das Allerwichtigste ist natürlich erst einmal ein Auto zu haben mit Anhängerkupplung. Und das ist hier ähnlich wie in Deutschland, aber doch ein bisschen anders. Man hat hier nämlich mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, wenn das Fahrzeug nicht von vornherein mit Anhängerkupplung ausgestattet ist. Und meins hat leider keine gehabt, also von daher habe ich mich darum kümmern müssen. Aber ja, befreundeter Mechaniker hat sich um alles gekümmert und hat mir das Ding auch montiert. Ich habe mich für ein Nachrüstset, original oder mehr oder weniger original, weiß ich nicht genau, für dieses Modell entschieden. Das wurde einfach an den Rahmen angeschraubt. Da waren nämlich schon die entsprechenden Vorbereitungen für. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt eine mehr oder weniger fast originale, nachgebaute, wie auch immer, Anhängerkupplung dran und habe dabei eigentlich ein gutes Gefühl, so halbwegs. Ja, es ist ein bisschen anders, als man es aus Deutschland gewohnt ist, wo man ja doch so eine echt stabile Sache darunter hat. Naja, gut. Ja, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten hier in Paraguay. Die eine besteht darin, dass man sich einfach an den Rahmen ja ein Stückchen Vierkantrohr schweißen lässt, wo dann später der entsprechende Kugelkopf befestigt wird, den man für seinen Anhänger braucht. Es gibt hier auch noch nicht nur den normalen Standard, den es in Europa gibt, sondern auch die etwas größeren Kugelköpfe bzw. Anhängerkupplungen. Und da muss man halt entsprechend drauf aufpassen. Ja, ist halt hier dann das amerikanische System, glaube ich zumindest. Und deshalb kann sich das auch schon mal ein bisschen unterscheiden. Ja, es gibt dann natürlich auch diese selbstgebastelten Dinger und das ist dann meistens, sind dann zwei Bleche und da kommt dann das Blech vom Anhänger rein, wird einfach mit einem Bolzen gesichert und dann ist gut. Na gut, aber ich habe ja vernünftige Kupplung dran, also von daher auch was Vernünftiges, so wie man es in Europa auch gewohnt ist. Warum habe ich mich dafür nicht entschieden? Wäre mit Sicherheit billiger gewesen, aber ich habe die Schweißarbeiten hier gesehen, die teilweise abgeliefert werden und da habe ich nicht wirklich so das große Vertrauen drin. Abgesehen davon wollte ich auch nicht unbedingt, dass mir irgendwer am Rahmen meines Autos dran rumschweißt. Ähm, Ich denke mal, das hat teilweise auch einen berechtigten Grund, warum das in Deutschland strengstens verboten ist. Hier aber nicht unüblich auf jeden Fall, ja. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sich einen kompletten ja, Stoßfänger anbauen lässt, wo dann die Anhängerkupplung auch mit dran geschweißt wird. Das wollte ich aber auch nicht, weil erstens wird dann das Auto wieder schwerer und ne, dann wird auch wieder irgendwo was am Rahmen dran rumgeschweißt. Und ja, das Ganze ist dann für dieses Auto auf jeden Fall ungeeignet, würde ich mal so sagen. Deshalb habe ich mich auch dagegen entschieden. Ja, Anhängerkupplung erledigt, dran gebaut. Nächstes nicht unwichtiges Thema auch hier in Paraguay ist die Elektrik. Ich rate jedem davon ab, ohne die entsprechenden elektrischen Verbindungen, sprich ohne das vernünftige Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht, wie auch immer, zu fahren. Besonders dann nicht, wenn man öfters mal in einer Verkehrskontrolle gerät. Und ich bin in der letzten Zeit tatsächlich in 5 Verkehrskontrollen gewesen. Letzte Zeit, sage ich mal, die letzten 1,5 Monate. Und zwar immer auf der gleichen Strecke und auch immer irgendwie fast auf der gleichen Position, also auf der gleichen Stelle. Naja, einige Male wollten sie nur die Papiere sehen. Einmal samstags morgens bin ich dann angehalten worden, da waren die Papiere uninteressant. Da wollte man wissen, ob ich Alkohol getrunken habe. Frühmorgens, 7:30. Na gut,
Also pusten und war natürlich alles in Ordnung. Die erste Fahrt mit dem Anhänger wurde ich dann natürlich auch gleich wieder rausgezogen und da hatte ich dann das volle Programm gehabt. Also einmal Papiere für das Auto, dann Alkohol, dann wollten sie noch meinen Feuerlöscher sehen und sie wollten natürlich auch sehen, ob das Licht vom Anhänger, hauptsächlich das Bremslicht, funktioniert. Wenn man das Licht nicht vernünftig hat, also keine Elektrik dran hat, dann kann es mitunter recht teuer werden. Ein Einheimischer ist auch schon mit dem Anhänger gefahren, allerdings ohne Licht. Also der hatte keine Steckdose am Auto für die Elektrik und der hat dann, ich glaube, 150.000 zahlen müssen, so ungefähr 20 Euro. Kann man sich gut und gerne sparen, besonders wenn man öfters fährt, kann es mitunter teuer werden und wenn sie einem einmal auf dem Kieker haben, dann weiß man, dass man garantiert rausgelotst wurde. Aber ich wurde auch gelobt für meinen super tollen Anhänger und dass das Licht so toll funktioniert hat und ich auch einen Feuerlöscher dabei hatte. Und ja, sie haben sich das Ding relativ genau angeguckt und meinten, oh, gute Qualität und ja, was kosten sowas und ist der aus Aluminium und ja, naja. Nein, er ist nicht aus Aluminium, sondern aus verzinktem Stahlblech. Elektrik hier ist ein bisschen anders als in Europa. Ich glaube, das sind die alten Stecker, die es früher in Europa, sprich Deutschland, gab. Die neuen werden ja mit einem anderen Stecker ausgeliefert, werde ich auch mal einblenden, aber kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr einen Anhänger habt oder ein Auto mit Kupplung. Ist hier halt nicht verfügbar als Kupplung und deshalb hat man hier bei mir einen neuen Stecker dran gebastelt. Und ja, ist mir eigentlich egal, was da jetzt für eine Steckverbindung ist. Hauptsache funktioniert und tut seinen Dienst. Wenn man sich in Deutschland eine Anhängerkupplung anbauen lässt, dann ist das meistens ein Komplettset. Also da gibt es dann die Anhängerkupplung inklusive dem Elektriksatz, also dem Elektrobausatz. Hier war es ein bisschen anders. Der Elektrobausatz war nicht mit dabei. Den gab es halt nicht so dazu. Also ist das Auto danach zum Autoelektriker gefahren worden. Und da wurde dann die entsprechende Steckdose eingebastelt und auch mit der Autoelektrik verbunden wurden. Wie genau sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ja, hier sind halt ein paar Kabel dran und die sind mit Isolierband umwickelt. Also nichts von wegen vernünftiger Schutzschlauch oder Schrumpfschlauch oder was ähnliches. Ne? Hier wird sehr viel mit Isolierband gemacht. Und so wurde das auch hier gefriemelt und getan. Hauptsache es hält, Hauptsache es funktioniert und alles andere ist mir persönlich nicht ganz so wichtig. Es kann natürlich auch sein, dass man einen anderen Elektriker erwischt, der das Ganze dann ein bisschen mehr nach europäischem Standard machen würde. Aber naja, der hat es halt so gemacht. Jo, dann fehlt nur noch die dritte Station und das war die Anmeldung. Für die Anmeldung und die Bezahlung der entsprechenden Fahrzeugsteuern ist hier in Paraguay die Municipalidad, also die Gemeindeverwaltung, verantwortlich. Und somit bin ich dann auch dort vorstellig gewesen. Aber es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ich hatte den Anhänger ja aus Deutschland exportiert gehabt, also beziehungsweise aus Deutschland raus exportiert und hier in Paraguay rein importiert. Allerdings habe ich dafür keine Unterlagen. Ich hatte es zwar bei mir im Container in der Packliste mit angegeben, dass da ein Anhänger mit drin ist und hat aber keinen interessiert. Also ich habe keine Zollbestätigung, keine Einfuhrbestätigung und kein gar nichts gehabt. Vor meiner Auswanderung hatte ich mich natürlich schon mal schlau gemacht, ob ich da irgendwas machen muss, ob ich da irgendwas für brauche. Und mir wurde dann mehrfach bestätigt, nö, brauchst nichts, einfach zur Municipalidad anmelden und dann kriegst du deinen Sticker und dann ist das gut. Und ja gut, da habe ich mich dann drauf verlassen. Und jetzt bei der Municipalidad, bei der Gemeindeverwaltung war das überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, dass ich einen Anhänger anmelden möchte und dass ich dafür eine sogenannte Habilitation brauche. Also das ist im Prinzip der Steuerbescheid, dass man die Steuer gezahlt hat. Vielleicht auch so eine Art kleiner Fahrzeugschein. Naja, sowas in der Art. Jedenfalls eine Karte, wo dann die Fahrzeugdaten draufstehen und so ist es auch jetzt mit meinem tollen Anhänger. Die Angaben, die sie von mir haben wollte, war als allererstes, wie viele Räder hat das Ding? 2, 4 oder 6? So, nur 2, weil eine Achse, ne? Logisch. Nein, das Stützrad zählt nicht mit.
Auch das Reserverad nicht. Ja, nächste Frage, ist das jetzt ein Fabrikat, ein gekaufter Anhänger oder ist das ein Eigenbau? Weil auch Eigenbauanhänger sind hier in Paraguay nicht unüblich und fahren einige auf der Straße rum, beziehungsweise stehen an dem Straßenrand und zum Verkauf. Das ist mitunter recht niedlich anzusehen, mitunter sieht es aber auch recht abenteuerlich aus, wenn dann mal eben so ein Fahrzeugheck als Anhänger umgebaut wurde und dann als Anhänger verkauft wird. Ja, kann man machen. Scheint zu funktionieren und scheint auf jeden Fall eine Marktlücke zu sein. Nun, ich hatte natürlich angegeben, dass ich einen gekauften Anhänger habe, der Marke Brenderup. Hier wird das dann wahrscheinlich Brenderup ausgesprochen, weil ein B ist ein W, egal. Ja, welche Farbe war auch noch extrem wichtig zu erfahren für die junge Frau hinter dem Schalter. Ja, welche Farbe hat er? Silber, klar, logisch, weil ist ja verzinktes Stahlblech. Und ja, naja, dann hat sie den ganzen Mist in den Computer eingegeben. Ich hatte noch den Fahrzeugbrief aus Deutschland bereit liegen, für den Fall, dass sie die Fahrgestellnummer haben wollten. Und das war allerdings nicht so, das hat die überhaupt nicht interessiert. Von daher ja, habe ich jetzt meine Habilitation für meinen Anhänger, also meinen kleinen Fahrzeugschein mit Steuerbescheid. Und laut diesem habe ich jetzt einen selbstgebauten silbernen Anhänger mit einer Achse, sprich 2 Rädern. Ja, naja, habe ich gut gebaut, oder? Egal. Bei der Polizeikontrolle, in der ich ja schon war, war das völlig uninteressant. Ich weiß auch nicht, ob sie auf den Steueraufkleber geguckt haben, den ich ja natürlich hier auch mit dran geklebt habe. Jedenfalls die Habilitation wollten sie nur vom Fahrzeug sehen, also vom Auto, nicht vom Anhänger. Keine Ahnung, ob die jetzt nicht wissen, was damit ist, oder ob die davon so begeistert waren, dass sie gesagt haben, ja, interessiert mich. Ich werde es beobachten und mal schauen, ob sie den irgendwann mal sehen wollen. Auf jeden Fall werde ich auch nach wie vor weiter meine Steuern dafür bezahlen. Die Anmeldung übrigens inklusive ein Jahr Steuern hat mich wahnsinnige 50.000 Guarani gekostet und das sind ungefähr 6,50 Euro, glaube ich, knapp 6,50, sowas in der Art. Ist auch ein kleiner Unterschied zu Deutschland, aber die sind halt in Paraguay und von daher finde ich das klasse. Übrigens seht ihr es ja hier, das Nummernschild ist nicht vorhanden, aus dem einfachen Grund, kleine Anhänger, ich weiß nicht bis wie viel Tonnen, ich hatte mal irgendwas gehört von 2, 3 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, die brauchen kein Nummernschild und dementsprechend fahre ich jetzt so durch die Gegend. Das Wichtigste, Licht funktioniert und alles andere ist völlig irrelevant. Hat mich zumindest so den Eindruck. Jo, die erste Fahrt mit dem Anhänger. Puh. Ja, ich muss es zugeben, die erste Fahrt mit dem Anhänger war nicht ganz so toll. Ja, liegt aber hier an den Straßen, weil ich habe das Ding leer mitgenommen über eine Huggelpiste, sprich über eine Erdstraße. Und ja, wenn das Ding leer ist, das ist echt wie ein Flummi. Jeder Huggel, jeder Unterschied macht echt daraus einen kleinen Flummi und das Ding springt hin und her, hoch und runter und das ist nicht ganz so witzig. Da kann man dann leider nicht wirklich schnell fahren. Schrittgeschwindigkeit stellenweise. Erdpisten sind übel und auch die Kopfsteinpflaster, die ja auch nicht ganz so toll sind, also so von der Qualität her, die sind auch nicht gerade angenehm zu fahren, gerade wenn das Ding ganz leer ist. Später Asphalt ist Asphalt, außer dass hier ein paar mehr Schlaglöcher drin sind und das war dann überhaupt kein Problem. Da fährt er ganz normal. Und auch später, als ich dann mein Tor drin hatte für meine neue Einfahrt, das wiegt ungefähr so Pi mal Daumen 100 Kilo alles zusammen, also mit etwa 100 Kilo Last da drin, hat sich das zumindest auf den Holperstraßen, auf dem Kopfsteinpflaster nicht wirklich sehr geändert. Springt nicht mehr ganz so dolle, aber ist doch ganz schön, naja, nicht so toll. Langsam fahren ist hier die Devise, sowieso sollte man ja eh machen.
Aber nichtsdestotrotz, ich bin heile angekommen, mein Tor ist heile angekommen und der Anhänger ist auch heile angekommen und von daher bisschen mehr Zeit anplanen und alles ist tutti. Ja, auch der Rückweg, da hatte ich dann ein bisschen, hatte ich natürlich das Tor nicht mehr drin, weil das habe ich ja bei mir auch im Grundstück gelassen. Und bin jetzt wieder bei meinem Vermieter und da mein Vermieter so einen schönen grünen Daumen hat, ein bisschen was pflanzen möchte, habe ich ihm von meinem Grundstück gleich noch ein bisschen Kakadiwaka, also Kuhfladen mitgebracht. Und für das nächste Mal plane ich meinen Pfosten oder meine Pfosten für mein neues Tor einzubauen. Und dafür brauche ich einen Sack Zement, also gleich noch einen Sack Zement hinten drauf geschmissen. Der wiegt hier übrigens 50 Kilo, nicht wie in Deutschland 25 oder 30. Somit hatte ich hier dann wieder ungefähr 100 Kilo drin. Es war dann wieder das gleiche Bild auf dem Rückweg mit den etwa 100 Kilo drin. Die Holperstraße, da machen die 100 Kilo da drin auch nicht so viel aus und deshalb bin ich da natürlich dann auch wieder extrem langsam gefahren und ja, alles gut, bin angekommen und mein Anhänger wartet dann für die nächsten Fahrten hier schön im Schatten, damit die ganzen Plastikteile und die Reifen nicht so der Sonne ausgesetzt sind, weil die Sonne ist hier echt brutal zu den ganzen Kunststoffteilen und Gummis. Die werden dann schnell porös, zumindest die Gummis, und die Plastikteile ja porös und bleichen aus, beziehungsweise vergilben extrem schnell, sieht man bei den Autos auch öfters mal an den Scheinwerfern oder Rückfahrleuchten. Und das versuche ich hier ein bisschen rauszuziehen und möchte das halt ein bisschen vermeiden. Was habe ich eigentlich für einen Anhänger? Habe ich das schon mal gesagt? Ja, das ist er übrigens. Das ist der Brenderup 1205 SUB 750, glaube ich. Weiß nicht, Zahlen kann ich mir immer nicht merken. Ich werde es auf jeden Fall hier unten mal da so ungefähr einblenden und natürlich auch mal verlinken, wo ich denn den her habe, beziehungsweise wo man den noch kaufen kann. Hat ein paar interessante Features, die für mich im Prinzip ausschlaggebend waren. Gerade mit dem Hintergrund der Auswanderung und der Beiladung in den Container. Nämlich das Ding ist so lang, dass ich es hochkant in den Container kriege. Bei dem Ding kann ich hier die Zugdeichsel abklappen. Wenn er hochkant steht, dann nimmt er extrem wenig Platz weg. Und für den Transport im Container habe ich dann noch da hinter mir Räder und Achse abgebaut. Und somit hat das Ding nur minimal Platz in meinem Container eingenommen. Und für hier ist das auch nicht schlecht. Wenn ich ihn parke, längere Zeit nicht habe, dann kippe ich hier die Zugdeichsel an, beziehungsweise die Ladefläche an. Und wenn es dann stark regnet, dann kann das Ganze runterfließen. Wenn ich die Heckklappe abmache, dann bleibt auch kein Laub drin liegen. Das wird dann mit dem Regen gleich weggespült. Und somit habe ich nicht das Problem, dass es dann da drin auf der Holzladefläche anfängt zu vergammeln, beziehungsweise sich da das Wasser staut. Unter dem Laub im Anhänger an sich kann es ja nicht stehen bleiben, weil das abfließt. Aber wenn Laub drin ist und Wasser drin ist, dann könnte es anfangen, dass diese Holzplatte, ich glaube Siebdruckplatte ist das, anfängt zu gammeln. Und wäre schade, das will ich auf jeden Fall vermeiden, weil das Ding soll mir noch lange Jahre gute Dienste leisten. Und wäre blödsinnig, wenn ich dann da noch einen Haufen Geld reinstecken muss, wenn ich das doch auch verhindern kann. Man kann ihn natürlich auch komplett hochkant stellen. Dafür allerdings braucht man einen halbwegs ebenen Untergrund und den habe ich hier leider nicht. Und deshalb kann ich das euch nicht so komplett zeigen. Ja, da das Ding über 100 Kilo liegt, leer, ist das natürlich auch nicht ganz so einfach. Am besten mit 2 Mann und dann geht das echt einfach und überhaupt kein Problem. Aber zur Not kriegt man es auch alleine hin. Tada! So, das soll es jetzt zum Thema mein Anhänger gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Es hat euch halbwegs gefallen. Hier fängt es jetzt hoffentlich gleich an zu regnen und deshalb werde ich mich jetzt lieber gleich beeilen
und werde hier wieder zusammenpacken und anfangen, dieses Video zu schneiden, damit ihr es dann auch irgendwann mal zu sehen bekommt, weil nur aufnehmen bringt nichts, muss noch geschnitten und hochgeladen werden und das werde ich jetzt gleich machen und dann sage ich so wie immer in alter Manier vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nico aus Paraguay.